Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz einfaches, schnelles Waffelkeksrezept von mir. Ich habe so ein ähnliches Rezept vor Weihnachten mit euch geteilt für Vanillaplätzchen, auch im Waffeleisen gebacken, und ich habe dann direkt auch eine Schokovariante getestet und die waren so lecker. Ich dachte, ich kann nicht bis Weihnachten warten, bevor ich das Rezept mit euch teile, weil ich denke, man isst Kekse ja immer. Man macht die nicht nur für Weihnachten. Und deswegen gibt es heute mein Schokowaffelkeks-Rezept für solche leckere Schokowaffelkekse mit etwas Kaffeegeschmack. Ich habe die diesmal ganz ohne Deko gemacht und einige mit Schoko und Streuseln dekoriert. Und ob du die Kekse mit Schoko dekorierst oder einfach so lässt, schmecken die wirklich lecker. Lass uns mit dem Rezept anfangen. Für das Rezept brauchst du weiche Butter, Zucker, ich nehme braune Zucker, Mehl, Backkakao, 2 Eier, eine kleine Prise Salz und Kaffee. Und als erstes werde ich die weiche Butter mit Zucker cremig schlagen mit einem Mixer, und es sollte nicht mehr als 3 bis 5 Minuten dauern. Nach 3 Minuten ist die Zucker und Butter schön weich geworden und jetzt gebe ich noch die Eier dazu. Ich gebe die Eier eine nach dem anderen dazu und nach jedem Ei wird etwa 30 Sekunden geschlagen. Jetzt werde ich noch die trockenen Zutaten vorbereiten. Ich habe hier schon Mehl. Und ich gebe dazu noch eine halbe Teelöffel Backpulver, eine kleine Prise Salz und den Kakao. Und dann ganz leicht vermischen. Und ich werde auch noch den Kaffee zubereiten. So, ich nehme 5 Teelöffel von dem Kaffee. Und ich werde jetzt kochendes Wasser dazugeben, nur so viel, bis der Kaffee gelöst ist. Nicht viel Wasser dazugeben. Jetzt gebe ich die trockenen Zutaten in 2 Teilen in meinen Teig. So, es muss nicht genau Hälfte sein, aber ungefähr so. Dann kurz auf die niedrige Stufe mit dem Mixer mixen. Nur so, bis es fast gemixt ist, dann gebe ich noch den Kaffee dazu. Wenn du keine lösliche Kaffee verwenden möchtest, dann werde ich es für dich hier messen. Du brauchst 3 Esslöffel ganz starke Kaffee, anstatt wenn du keine lösliche nehmen möchtest. Dann wieder kurz mixen. Jetzt gebe ich dann den Rest von den trockenen Zutaten dazu und wieder kurz mixen. Ich mixe hier auch ganz kurz. Es ist nicht ganz vermischt. Und jetzt mixe ich das noch mit dem Spatel, bis alles schön vermischt ist. Der fertige Teig ist ziemlich weich und deswegen müssen wir ihn noch etwa 30 Minuten bis 1 Stunde kalt stellen, bevor wir dann die Kugeln formen können. Und weil es gerade hier bei uns sehr kalt ist, kann ich den Teig auch auf dem Balkon kalt stellen und nicht unbedingt in den Kühlschrank. Nach etwa einer halben Stunde ist der Teig schon fester geworden und es sollte so etwas fester werden, so dass man die Kugeln dann formen kann. Und jetzt habe ich hier mehr Backpapier genommen und ich werde mit einem Teelöffel die Kugeln so portionieren oder so einen Teelöffel Teig nehmen und dann einfach mit den Händen kurz rollen, um solche Kugeln daraus zu kriegen. Und ich würde empfehlen, alle erst fertig machen und erst danach dann mit dem Backen anfangen. Jetzt sind meine Kugelchen schon fertig. Ich habe den Waffeleisen angemacht und dann, wenn es warm wird, dann werde ich die Kugelchen backen. Bei mir mit meinem Waffeleisen dauert es etwa 2 Minuten für eine Ladung Kekse, aber du solltest einfach aufpassen, wenn die schön knusprig werden
und so, dass die nicht verbrennen und nicht zu dunkel werden. Dann einfach aus dem Waffeleisen holen und auf einem Abkühlgitter komplett abkühlen lassen. Erst wenn die Kekse komplett abgekühlt sind, kann man die dekorieren, sonst wird die Deko einfach schmelzen. Jetzt ist mein Waffeleisen heiß geworden und ich kann die Kekse backen. So, bei mir passen 5 auf einmal, dann einfach zumachen und etwas fester drauf drücken und 2 Minuten backen lassen. Die Kekse sind jetzt schön abgekühlt und ich kann mit der Deko weitermachen. Ich habe die Kekse auf Backpapier gelegt und Schokolade klein gehackt und geschmolzen. Und auch etwas zum Dekorieren mir hier genommen. Solche goldene Streusel und auch etwas Goldglitzer, essbare Glitzer, und ich werde die Kekse damit dekorieren. Ich habe hier nicht alle meine Kekse, ich werde auch einen Teil einfach so lassen, weil, wie gesagt, die uns auch einfach so geschmeckt haben. Aber jetzt dann werde ich die Kekse erst mit Schokolade dekorieren und ich werde das diesmal einfach mit einem Löffel machen und so etwas Schokolade auf die Kekse machen, solche Schokoladenstreifen. Das geht ganz einfach, einfach so etwas Schokolade auf dem Löffel und dann so die Streifen machen. Und dann nur ganz kurz die Schokolade etwas fester werden lassen und mit den Streuseln dekorieren. Und zum Schluss, wenn du magst, noch etwas mit dem Goldglitzer dekorieren. Nach dem Dekorieren die Schokolade erst komplett fest werden lassen und erst danach die Kekse in eine luftdichte Keksdose aufbewahren. So bleiben die Kekse länger haltbar. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Schoko-Waffelkeks-Rezept gefallen. Bei uns sind die sehr gut angekommen. Ich habe die schon zweimal gebacken, jetzt das dritte Mal für den Video und ich freue mich schon auf die kleinen Leckereien. Und im Rezept habe ich Kaffee verwendet. Wenn du die Kekse aber ohne Kaffee machen möchtest, du möchtest oder magst den Kaffeegeschmack nicht, dann kannst du einfach Milch anstatt nehmen, so dass du die gleiche Menge an Flüssigkeit im Teig hast. Wenn du den anderen Waffelkeks verpasst hast, für die leckere Vanille-Waffelkekse, dann werde ich den noch hier verlinken. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.